Das ehemalige Saigon hat mehr Einwohner als die Hauptstadt von Vietnam, Hanoi. Hier ist nicht nur tagsüber viel los, sondern auch wenn es dunkel wird, beeindruckt die Stadt mit ihrem Nachtleben. In Vietnam findet das Leben eindeutig auf der Straße statt. Wir lieben es, das bunte Treiben auf uns wirken zu lassen. So, wir gehen jetzt noch das Nachtleben von Ho Chi Minh City auschecken. Wir gehen jetzt auf die Bui Vien und die Backpacker Street. Die Backpacker Street ist die parallel laufende Straße zur Partystraße Bui Vien. Hoffentlich essen wir unser erstes richtig gutes Wok. Hier häufen sich Restaurants und Hotels. Wenn du dir hier eine Unterkunft buchen möchtest, solltest du dir bewusst sein, dass es durch die Partymeile relativ laut ist. Dann nähern wir uns der Bui Vien. Diese Straße kannst du wirklich nicht übersehen. Die Bui Vien ist eine der krassesten Partystraßen überhaupt. Für uns sogar krasser als in Bangkok. Verrückt! Die Party geht hier aber definitiv nicht in den Läden, sondern einfach auf der Straße. Es ist eine extrem lange Straße, es ist sehr laut, überall Bars und glaube ich schon auch ein bisschen mehr die Touristenfeierecke. Ja, definitiv. Also die ganze Ecke hier ist natürlich sehr beliebt bei den Touristen zum abends weggehen. Wenn ihr das wollt, hey, auf jeden Fall. Hier wird natürlich versucht, Geld zu verdienen. Egal ob mit Streetfood, feuerspuckenden Kindern oder Schlangen. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Es ist mega laut hier. Wer will, kann zu seinem Bier ein Funky Ball mit Lachgas dazu bestellen. Wir hatten auf jeden Fall alleine schon vom Menschen beobachten jede Menge Spaß. Wir haben jetzt erstmal ausgeschlafen, es ist schon ein bisschen später heute. Wir haben uns entschlossen, nach Chinatown zu fahren. Wie ihr seht, hier ist nichts los. Kommt! Wir lieben die ruhige Stimmung in den Tempeln und die Menschen bei ihren Ritualen zu beobachten. In Chinatown findest du sehr viele Tempel und kannst dir aussuchen, welche du besichtigen magst. Dann gehen wir weiter zu unserem Hauptziel, dem Binh Thai Markt. So, hier der Binh Thai Markt gibt ein bisschen ein authentisches Bild von einem echten Markt. Also man sieht hier kaum Touristen, es sind schon ein paar da und es gibt auch einige Läden, die auf Touristen ausgelegt sind. Allerdings ist hier das Verhältnis bei weitem nicht so wie auf anderen Märkten, die ja nur noch aus Souvenirshops bestehen. Also man kauft hier, ich glaube schon, dass hier zum Großteil die Locals einkaufen. Genau, also es gibt hier sehr viel Fisch, Gewürz etc. Der Geruch ist teilweise echt schlimm. Die trocknen den Fisch tatsächlich einfach auf der Straße in der Sonne. Und das ist dann Trockenfisch. Genau, deshalb. Aber es ist eine mega coole Erfahrung und auch eine viel authentischere Erfahrung als jetzt auf anderen Märkten. Gefälschte Waren in ordentlich Plastik verpackt dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Was man aber über das Chinatown hier in Ho Chi Minh Stadt auch sagen muss, ist, dass es relativ schmutzig ist. Also bisher ist es Ho Chi Minh Stadt eher relativ sauber vorgekommen. Hier ist es schon sehr schmuddelig, sehr viel Dreck. Ein Gericht, das du dir auf jeden Fall essen solltest, ist der Saigon-Style Broken Rice. Also wir sind jetzt im Artinos 3D-Museum. Wir mussten unsere Schuhe ausziehen. Der Eintritt hier ist deutlich teurer geworden. Also wir wussten von 200.000, was schon ein knackiger Eintritt ist. Inzwischen zahlt man 280.000. Das 3D-Museum ist auch für Familien mit Kindern super geeignet. Mir hat es mega Spaß gemacht, ich fand es auch cool. Sophie war aber irgendwann dann auch ziemlich müde und ich kann es auch nachvollziehen. Mir ging es dann so gegen Ende auch so, weil es ist schon ganz schön anstrengend und man macht halt eigentlich immer wieder das Gleiche. Also genau. Wir waren da jetzt gute 2,5 Stunden drin. Wir haben aber irgendwann auch nicht mehr jeden Fotospot gemacht. Also theoretisch gesehen kann man da sicher auch noch viel mehr Zeit verbringen. Ja, also würde ich es empfehlen, wenn ihr wenn ihr richtig Bock auf so Fotos und so habt, dann ja. Ansonsten vielleicht auch eher nicht. Weil das ist halt mal auch ziemlich weit außerhalb. Man muss sich eigentlich einen Grab zurücknehmen oder ein Taxi. Ja, und es ist teuer. Ich hatte mir noch ein Eis geholt, reingebissen, war am Anfang auch super lecker. Jetzt bin ich am Ende angekommen und hier, ich weiß nicht, ob man es gut sieht, das rote in der Mitte, rote-orange, das ist einfach mal Chili. Da ist Chili im Eis. So, wir sind am Flughafen angekommen. Wir sind wieder nur mit einem Gepäckstück geflogen, also haben wieder einen Backpack randvoll gestopft und den anderen mit rein. So kannst du beim Aufgabegepäck teure Kosten sparen. Für uns geht es jetzt weiter. Wir sagen Tschüss Ho Chi Minh City. War sehr cool und für uns geht es weiter nach Da Nang. Wenn ihr cool findet, was wir machen, dann lasst ein Abo da, Däumchen nach oben. Das wird uns unglaublich helfen. Wäre mega cool von euch. Bis bald!